Wir kommen zum heutigen Thema Wasserstoff. Wasserstoff wird mittels Elektrolyse hergestellt. An diesem Tafelbild könnt ihr sehen, dass wir ein Gefäß haben, gefüllt mit Lösung. In der Lösung haben wir 2 Elektroden. Wir fahren gerne mit dem Auto. Wir drehen das Licht auf, wir brauchen Energie. Doch wie können wir diese Energie speichern? Wie können wir Strom optimal und klimafreundlich nutzen? Und welche Rolle spielt dabei Wasserstoff als Energieträger? Irgendwann haben wir davon gelernt, die Knallgasprobe. Dabei wird im Chemieunterricht Wasserstoff hergestellt und dieser zur Mini-Explosion gebracht. Wie hat das nochmal genau funktioniert? Ich besuche zu Beginn meiner Recherche meinen ehemaligen Chemieprofessor in der HBLFA Francisco Josefinum in Wieselburg. Hallo Herr Professor. Hallo Andi. Wie ist es nun mal schnell gegangen mit dem Thema Wasserstoff herstellen? Ja, dazu brauchen wir die Elektrolyse. Wir brauchen ein Gefäß, haben eine Gleichstromquelle, brauchen 2 Elektroden, einen Minuspol und einen Pluspol, die natürlich mit Kabeln angeschlossen sein müssen. Am Minuspol werden eben die Elektronen aufgenommen, das heißt, es bildet sich dann aus dem Wasser der Wasserstoff. Am Pluspol muss halt auch der Sauerstoff entstehen. Und wir können sehen, dass hier wirklich 2 Moleküle Wasserstoff entstehen und ein Molekül Sauerstoff, so wie man es auch in der Reaktionsgleichung sieht. Ja, so langsam kommt das wieder, wenn man es wieder hört. Doch mich interessiert natürlich, wie kann man dieses Versuchsbeispiel in der Praxis umsetzen und auch einsetzen. Um das herauszufinden, sind wir unterwegs nach Graz. Dort wird nämlich genau dazu geforscht und entwickelt: Wasserstoff für die Energiespeicherung herstellen. Die Firma Elements Energy stellt ein Produkt für die Wasserstoffherstellung, Speicherung und Nutzung her. Grüner Wasserstoff natürlich. Das heißt, der Strom kommt ausschließlich aus nachhaltigem Photovoltaikstrom vom eigenen Dach. Wenn wir im Sommer einen Überschuss an Energie haben oder günstigen Strom aus dem Netz, schicken wir den in die Elektrolyse und dort drinnen wird normales Leitungswasser zuerst gereinigt und dann aufgespalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Der entstehende Wasserstoff wird dann mit einem Verdichter auf bis zu 150 bar verdichtet und in einem Gasbündel gespeichert für die Nutzung im Winter dann. Oft wird bei der Herstellung von Wasserstoff der schlechte Wirkungsgrad angesprochen. Also von der Photovoltaik 100 Kilowattstunden wären zu ca. 70 Kilowattstunden Wasserstoff. Dann brauche ich je nach Füllstand vom Gasbündel bis zu 8% der Energie für die Verdichtung. Und dann mache ich aus diesen, sagen wir 60 Kilowattstunden noch einmal bei der Rückumwandlung 30 Kilowattstunden Strom. Der elektrische Wirkungsgrad wird sich jetzt nicht mehr erheblich verbessern, weil einfach physikalische Grenzen gesetzt sind. Es geht da wirklich um die perfekte thermische Abwärmenutzung. An sonnigen Tagen gibt es Stromspitzen aus Photovoltaikstrom. Dieser klimaneutral produzierte Strom würde ohne Speicher verpuffen oder sogar die Netze überlasten. Deshalb ist genau hier der niedrige Wirkungsgrad von Wasserstoff egal. Da heißt es, Hauptsache speichern, erklärt Herr Handl. Die nächste Frage für mich, wenn Wasserstoff hergestellt wurde: Wie entsteht daraus wieder Strom? Bei der Elektrolyse haben wir Strom gleich Strom in den Wasserstoff geschickt und den Wasserstoff gespeichert. Ja. Im Tank zum Beispiel. Ja. Für die Brennstoffzelle brauchen wir natürlich auch Sauerstoff, den können wir auch aus der Luft nehmen. Eigentlich das Gleiche, wie wir vorher produziert haben, im Umkehrten. Ja. Dazu brauchen wir wieder 2 Elektroden. Also eine Leitung. Eine Leitung, wie auch immer, und die muss verbunden sein miteinander, sonst gibt es keinen Stromfluss. Ja. Und jetzt liefern uns die Wasserstoffmoleküle die Elektronen. Aus 2 H2 oder aus 1 H2 Molekül entstehen 2 Elektronen und somit auch Wasserstoffionen. Durch die Membran können nur die ganzen Ionen. Und jetzt gewinnen wir Elektronen. Natürlich fließen die Elektronen und somit müssen auch auf der anderen Seite die Sauerstoffmoleküle mit den Elektronen beladen werden. Es entsteht dann Oxide, Sauerstoff. Und wie man da sehen kann, und dann verbindet sie Wasserstoff wieder mit Sauerstoff.
das Wasserstoffion mit dem Sauerstoffion zu H2O. Und ich habe da einen Stromfluss. Und da explodiert eigentlich nichts? Nein, es kann nichts explodieren, weil ja sofort die Wasserstoffmoleküle werden da umgewandelt in Wasserstoffionen. Laut Statistik Austria wurden 2023 insgesamt, jetzt kommt's, ganze 10 Wasserstoffautos in Österreich zugelassen. In Niederösterreich nur ein einziges. Deshalb fahren wir nach Wien. Ein Wasserstoffauto möchte ich gern ausprobieren. Serienmäßige Wasserstoffautos gibt es nicht viele am Markt. Eines davon ist der Hyundai Nexo. Genau diesen dürfen wir für die Reportage ausprobieren. Jetzt bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Das erste Mal mit einem Wasserstoffauto unterwegs und das als Landei in der Großstadt Wien. So, los geht's. Ich bin gespannt. Anscheinend ist es zum Fahren genauso wie unser Elektroauto. Erste Mal Wasserstoffauto. So, einmal starten und Drive. Also bis auf das, dass ich mich in Wien überhaupt nicht auskenne und mit 2 Navigationssystemen fahre, geht das Auto echt super zum Fahren. Es ist im Prinzip wirklich gleich zum Fahren wie unser Elektroauto und es gibt da richtig Gas. Auch wenn der Tank noch nicht leer ist, das Wasserstofftanken möchte ich natürlich auch testen. Tankstellen gibt es aktuell nur eine Handvoll in ganz Österreich, 2 davon in Wien. Außerdem wartet Roland Bunzengruber schon auf mich. Er ist Geschäftsführer von Hyundai Österreich und beschäftigt sich viel mit der Wasserstofftechnologie. Ja, die Wasserstofftechnologie ist eine alternative Technologie zur Batterie-Elektromobilität. Bedeutet ganz einfach, dass der Strom an Bord produziert wird. Und das wiederum bedeutet, dass der Betankungsvorgang mit Wasserstoff nur wenige Minuten dauert, nämlich weniger als 5 Minuten, während hingegen eine Vollladung beim batterieelektrischen Fahrzeug selbst bei Schnellladetechnologie mindestens 18 Minuten dauert. Nur einmal ganz kurz zum PKW. Mit welchen Kosten muss ich rechnen? Welche Anschaffungskosten habe ich ungefähr? Welche Fahrtkosten habe ich im Vergleich zu einem Verbrennermotor oder zum Elektro? Ja, der Hyundai Nexo als Wasserstoff-Pkw kostet 79.800 € brutto inklusive Mehrwertsteuer, wobei natürlich dadurch, dass es ein Elektrofahrzeug ist, ebenfalls für Unternehmen der Vorsteuerabzug gegeben ist. Und in der Praxis, was die laufenden Kosten betrifft, ist es so, dass heute 1 Kilogramm Wasserstoff bei einem der 5 OMV-Tankstellen mit knapp 24 € zu Buche schlägt. Das sind natürlich sehr hohe Kosten, die sind auch überproportional gestiegen von einem Tag auf den anderen, leider. Mit einem Kilo kommt man wie weit ungefähr? 1 Kilo bedeutet rund 100 Kilometer. Also 24 € rund für 100 Kilometer. Genau. Ja. Man kann sagen, ist ungefähr 3-mal so teuer auf 100 Kilometer, was den Treibstoff betrifft, wie ein Liter Diesel. Das heißt nochmal zusammengefasst, Vorteile vom Wasserstoffauto sind das schnellere Tanken und die Witterungsunabhängigkeit im Vergleich zu Elektroautos. Vorteil des Elektroautos sind die niedrigeren Kosten aufgrund der Effizienz und das bereits besser ausgebaute Tankstellennetz. Es gibt den Hyundai Nexo, es gibt den Toyota Mirai, das sind beides Autos, die in Serie produziert und auch verkauft werden. BMW hat dann mit dem X5 Hydrogen noch einen Prototypen laufen, der noch nicht in die Serie gegangen ist, aber trotzdem auch, sage ich mal, schon fährt. Und auch Honda hat ein Fahrzeug schon auf den Markt gebracht. Ob Wasserstoffautos je Elektroautos einholen? Es gibt also noch Entwicklungspotenzial. Tankstellen müssten ausgebaut werden und die Effizienz sollte erhöht werden. Wenn das Auto leer ist, tanken wir ganze 5 Minuten, um wieder 500 Kilometer fahren zu können. Dieses Tanktempo wäre jedenfalls ein großer Vorteil gegenüber Elektroautos. Da wir bei einer der 2 Wasserstofftankstellen in Wien sind, sehen wir auch gleich, wer hier tanken fährt. Auf ein weiteres Wasserstoffauto warten wir aber vergeblich. Wir sind übrigens hier direkt bei der Betriebsstätte und Wasserstofftankstelle der Wiener Linien. Thomas Kantor betreut Busse und LKWs mit Wasserstoffantrieb und bringt jede Menge Erfahrung dazu mit. Warum ist
Wasserstoff gerade bei Bussen und Lkw so eine interessante Alternative? Es ist bei Bussen und Lkw geht es primär um die Ladekapazität, ja, bei Bussen um Fahrgäste, beim Lkw um Material. Je mehr Ladung ich transportieren kann, desto wirtschaftlicher ist das Fahrzeug. Ja. Wenn ich jetzt sehr viel Gewicht für Batterien aufbrauche, um möglichst große Reichweite zu schaffen, kann ich automatisch weniger Ladung transportieren. Wasserstoff hat den großen Vorteil, dass das Gewicht der Wasserstofftanks wesentlich niedriger sind als das Gewicht von Hochvoltbatterien, dass ich dieselbe Reichweite haben würde. Wie viele Busse, wie viele LKWs sind da in Österreich schon unterwegs? Wir haben von Hyundai 2 Wasserstoffbusse, dieses Modell, den LX City. Und wie sind da so die Erkenntnisse? Hochinteressant. Ich kann mit einem Wasserstoffbus einen Dieselbus annähernd 1:1 ersetzen. Was ist dann der Nachteil? Warum gibt es noch nicht mehr Busse mit Wasserstoff? Das ist ein Infrastrukturproblem. Ja, das heißt, die verfügbaren Wasserstofftankstellen sind sehr rar gesät. Fehlt es da am politischen Interesse oder was ist da der Hintergrund? Warum gibt es nur noch so wenig? Es ist natürlich politisches Interesse. Wasserstoff ist derzeit hauptsächlich der Industrie vorbehalten. Und die Sinnhaftigkeit im Schwerverkehr, glaube ich, will man noch nicht so richtig erkennen. Die Wiener Linien wollen bis 2025 insgesamt 20 Wasserstoffbusse im Einsatz haben. Herr Liebermann berichtet uns von den Erfahrungen mit den Wasserstoffbus bisher. Also unsere Erfahrung mit genau konkret diesem Wasserstoffbus von Hyundai haben wir seit Dezember 2021 und jetzt fast 33.000 Kilometer wirklich ohne gravierenden Probleme am Antriebsstrang abgespult. Also sehr positiv überrascht und hat wirklich sehr gut performt. Wie schaut das wirtschaftlich aus? Ist ein Wasserstoffbus auch wirtschaftlich interessant für die Wiener Linien? Definitiv, das kann man aber nicht so einfach beantworten, weil es kommt einfach auf die Skalierungseffekte extrem an. Wie viel Wasserstoffmenge nehme ich ab, wie viel wird produziert von unserer Konzernschwester der Wien Energie, auf welchen Preis ich dann am Ende für den grünen Wasserstoff pro Kilo lande und sagen wir unter 10 Euro pro Kilogramm erreicht man dann eine Art von Dieselparität, wo ich gleich viel für einen Verbrenner pro Kilometer oder pro 100 Kilometer zahle, wie für Wasserstoff. Und das ist natürlich das Ziel, dass wir da mal hinkommen. Was sagen die Busfahrer zu diesem Bus? Sie finden das Fahren mit diesem Bus sehr, sehr angenehm und empfinden es wirklich wohltuend, weil ja auch kein Motorgeräusch sozusagen da ist. Ein wirklich sehr angenehmes, ruhiges Fahren ermöglicht. Und sozusagen ist es nach einer 8-Stunden-Schicht einiges ruhiger, als wenn halt laute Motorengeräusche wahrnehmbar sind. Und die Klimatisierung funktioniert auch sehr gut. Also habe ich viel positives Feedback wirklich bekommen, sowohl von Fahrgästen als auch vom Lenkpersonal. Vor allem bei Bussen und LKWs hätte der Wasserstoffantrieb also deutliche Vorteile. Wie die österreichischen Politiker dazu stehen, das wollen wir später beleuchten. Für uns die letzte Station in Wien ist der ÖAMTC. Dort laufen nämlich 2 Wasserstoffautos schon 2 Jahre im Praxistest. Florian Merker berichtet von den Erfahrungen. Eigentlich nur positive. Wir haben nämlich 2 Testbrennstoffzellen im Fuhrpark und mit beiden Fahrzeugen sind wir über 100.000 Kilometer gefahren. Mit den Problemen eigentlich von der Werkstatt und so weniger, also hätten wir zumindest bei unserem Test gehabt. Und der große Vorteil ist halt wirklich bei der Brennstoffzelle, dass wenn man grünen Wasserstoff tankt, CO2-neutral unterwegs ist. Glauben Sie, wenn die Tankstellen ausgebaut werden würden, wenn es mehr Modelle geben würde, dass Wasserstoff auch im Individualverkehr Einzug nehmen würde? Ja, also aus meiner Sicht auf jeden Fall. Man müsste aber auch die Kunden oder die Bevölkerung informieren und sagen, es ist nicht gefährlich, es fährt sich wie ein normales Elektrofahrzeug und natürlich der große Vorteil zum Elektrofahrzeug ist, dass die lange Ladezeit wegfällt und eigentlich relativ schnell getankt werden kann. Aber es muss noch einiges passieren, damit dieser Schritt soweit ist. Sie haben ja sehr viel mit diesen Themen zu tun. Welches Gespür hat man auch vielleicht politisch? Soll das ausgebaut werden? Glauben Sie persönlich auch daran, dass es in 10 Jahren mehr Wasserstoffautos geben wird?
Ich hoffe es. Ich hoffe es, dass es in 10 Jahren mehr Wasserstoffmodelle gibt und dass auch ein bisschen auf die Wasserstofftechnologie geachtet wird, weil im Schwerverkehr wird es jetzt auch schon beachtet, aber im Pkw-Sektor eher so Stiefkind-Thema. Und deswegen hoffe ich, dass das auch mehr Anklang findet und auch mehr Modelle gibt und somit auch mehr Leute mit einem Wasserstofffahrzeug fahren können. Unser bisheriges Fazit: für Autos, also den Individualverkehr, noch wenig interessant. Für Lkw und Busse, das heißt für den Schwerverkehr, auf jeden Fall ein Thema. Tankstellen fehlen aber noch. Bei Elements Energy haben wir auch über die stationäre Verwendungsmöglichkeit gesprochen, also Wasserstoffspeicher zusätzlich zu Batteriespeicher bei einem Wohnhaus oder landwirtschaftlichen Betrieb zum Beispiel. Also das Thema Energiespeicher ist ja in den letzten Monaten sehr, sehr brisant geworden im Fokus der Menschen. Batteriespeicher kennt mittlerweile jeder. Das ist auch eine sehr, sehr gute Lösung, um Energie zu speichern, für Tag-Nacht-Energiespeicherung. Und das haben wir in unserem Johann auch integriert. Also wir haben einen Batteriespeicher für Tag-Nacht oder 2 Tage integriert, der auch die Spitzenlasten abdecken kann. Das heißt, ich habe 15 kW Leistung zur Verfügung. Wenn dieser Speicher im Sommer voll ist, starten wir die Elektrolyse. Das ist dann im linken Teil von der Anlage drinnen und beginnen Wasserstoff zu produzieren. Das heißt, unser Wasserstoffspeicher füllt sich über den Sommer an und hat dann im Herbst seinen Höchststand erreicht. Und dann im Winter, wenn ich nicht mehr genügend Photovoltaikenergie habe, beginnen wir ihn zu entleeren, füllen damit wieder die Batterie an und versorgen somit das Haus. Und die Abwärme wird auch dem Haus über die Wärmepumpe zur Verfügung gestellt. Bisher hat es noch kein kompaktes All-in-One-System gegeben, das eine Gesamtlösung ist. Und unserer Meinung nach braucht es für den Kunden eine Gesamtlösung, die Tag-Nacht-Energiespeicher, Sommer, Winter und Heizen, Kühlen in einer Anlage abdeckt. Spannende Erkenntnisse in einem Bereich, wo man es nicht vermutet. Zurück im Chemiesaal. Wasserstoff ist gasförmig, Wasserstoff ist flüchtig, Wasserstoff ist unsichtbar. Ist das dann gefährlich? Wasserstoff als Energieträger? Wie trägt man den Wasserstoff? Also wie kann man diese Energie speichern? Ja, erstens ist Wasserstoff im Periodensystem das kleinste Element mit der Ordnungszahl 1, das heißt ein sehr kleines Molekül. Im Vergleich dann viele Materialien aus Kunststoff mit Kohlenstoff, der ist einfach viel größer vom Durchmesser. Im Gitter dann oder überhaupt dann als Kunststoff, als Polymer, dann einfach so groß, dass einfach der Wasserstoff durch kann. Ja, bei Metallflaschen haben wir wahrscheinlich als zentrales Element den Eisen, Fe, auch in Verbindung mit Kohlenstoff. Und hier ist dann einfach in diesen Eisen-Kohlenstoff-Verbindungen ist es dem Wasserstoff ganz einfach möglich, dass er durchdringt. Da braucht es wirklich eine spezielle Legierung oder einen speziellen Kunststoff, dass er einfach für Wasserstoffdichtheit sorgen kann. Und genau dieses Know-how, mit Legierungen so dichte Behälter herzustellen, gibt es in Österreich. Die Firma Worthington Kienberg bei Gamming stellt sich dieser Challenge. Ein Wasserstofftank muss sehr viele Anforderungen erfüllen können. Er muss zum einen einmal den großen Druck, unter dem der gasförmige Wasserstoff eben gespeichert ist, den muss er standhalten. Und das sind bis zu 800 Bar oder mehr. Dann muss er die Temperaturen beim Betanken und im Betrieb von dem Fahrzeug, die muss er natürlich auch sicher standhalten. Das ist der zweite Punkt. Und gerade bei mobilen Anwendungen ist es so, dass eben auch Crashtests, das heißt, wenn es zu einem Unfall mit dem Fahrzeug kommt, das muss auch berücksichtigt werden, dass die Struktur von dem Tank gewisse Kräfte dann auch aufnimmt, beziehungsweise diesen Kräften auch dann standhält. Eine Gasflasche. Und zwar eine extrem hochwertige. Das ist also die Herausforderung. Daniel Spindler arbeitet mit seinem Team seit Jahren intensiv an der Erforschung und an neuen Produkten. Mit Erfolg. Die Hochdruckbehälter von Worthington werden bereits weltweit als Hochdruck-Wasserstoffspeicher eingesetzt. Also wir machen auch Zykliertests, wo wir eben die Lastwechsel bzw. das Be- und Entladen von solchen Speicher eben testen, prüfen. Gerade bei der Stahlflasche sehen wir, dass die wirklich dicht sind. Es gibt keine Permeation. Permeation ist einfach das Durchwandern des Wasserstoffs durch den Werkstoff. Der findet bei Stahl praktisch nicht statt.
Das österreichische Unternehmen hat es also geschafft, Behälter zu entwickeln, die das kleine Wasserstoffmolekül auch wirklich langfristig speichern können. Als Vorreiter soll am Betriebsgelände auch eine Wasserstofftankstelle errichtet werden. Eine von wenigen in Österreich. Das Wasserstofftankstellennetz gibt es ja praktisch noch nicht im Lande. Aber wann soll sich das ändern? Wenn man zum Beispiel in die Schweiz schaut, wo eben auch wirklich ein sehr gutes 350-Bar-Netz schon ausgebaut ist, da gibt es Lebensmittelhändler oder Großhändler, die eben die komplette Flotte auf Wasserstoff-Lkw umgestellt haben, und das funktioniert dort. Wenn man nach Asien schaut, wie viele Tankstellen dort gebaut werden, dann sieht man auch, dass die ganz stark auf dieses Thema setzen, dass das ein Zukunftsthema ist, das in anderen Ländern einfach viel mehr forciert wird als wie bei uns. Und ich habe persönlich wirklich das Gefühl, dass wenn da keine Änderung stattfindet, werden wir links und rechts rechts überholt werden und am Ende durch die Finger schauen bei dieser Technologie. Auch die Firma Elements Energy in der Steiermark nutzt genau diese Hochdruckbehälter. Das Produkt ist nicht mobil, sondern stationär, wie wir schon gehört haben. Doch wo kann dieses dann eingesetzt werden? Beginnend mit Einfamilienhäusern, über Landwirte, ganz wichtiges Kundensegment, über Gewerbebetriebe, Mehrparteienwohnhäuser bis hin natürlich zu den Einsatzorganisationen, wo das Thema Autarkie und Ausfallsicherheit ganz, ganz wichtig ist. Feuerwehr, Polizei, Rettung, Bundesheer, Katastrophenschutz. Auch bei Energiegemeinschaften können solche stationäre Module interessant werden. Mir wird bewusst, wie viel Energie in die Entwicklung auch hier in Österreich gesteckt wird. Ein Markt mit Riesenpotenzial. Abschließend bekommen wir ein Exklusivinterview mit Franz Buchecker von der Geschäftsführung. Warum setzt Worthington so auf dieses Thema Wasserstoff? Wir sehen im Hintergrund den Teich. Ja, genau aus diesen Gründen, weil wir einfach glauben, man sieht es ja jetzt mit den ganzen Umweltkatastrophen, man muss was fürs Klima tun. Wasserstoff hat, wie wir es vorher besprochen haben, schon das Potenzial dazu. Es gibt viele Anwendungen, wir könnten das ganze Leitungsproblem damit vereinfachen. Es gibt einfach viele Gründe, nur man braucht natürlich auch Unterstützung von der Politik. Wie sehen Sie das Thema Wasserstoff in 10 Jahren? Naja, in 10 Jahren hoffe ich zumindest, dass die Infrastruktur schon ausgebaut ist. Wenn man schaut, momentan haben wir 5 Tankstellen, glaube ich, in Österreich. Und ich glaube auch, dass wir Innovation betreiben müssen, dass einfach die Herstellung von Wasserstoff auch günstiger wird. Und dann denke ich schon, dass Wasserstoff ein Teil von dem ganzen im ganzen Energiesektor ist und sehr viel Anwendung schon finden wird. Am Stammtisch ist es oft die Zukunftslösung. Die Herausforderungen sind aber gar nicht so klein. Oder arbeitet eine Öllobby gegen diese umweltfreundliche Energie? Die aktuelle Umweltministerin Leonore Gewessler nahm sich für ein Interview zum Thema Wasserstoff keine Zeit. Wir fragen deshalb Niederösterreichs LH-Stellvertreter Stefan Bernkopf um seine Meinung zu diesem Thema. Ich glaube, es gibt nicht den einen Weg, wo es nur ein Medium gibt oder nur eine Lösung gibt, sondern Wasserstoff ist wirklich eine ganz große Chance, um die Energiewende insgesamt zustande zu bringen. Und um was geht es denn im Hintergrund? Wir wollen die Wertschöpfung möglichst im Land halten. Wir wollen nicht das ganze Geld für fossile Energien ausgeben, das fließt dauernd ins Ausland, sondern wir wollen die erneuerbare Energie selber erzeugen und damit wird Wasserstoff ein ganz wichtiges Speichermedium. Es beschäftigen sich nicht nur kleinere Unternehmen damit, es beschäftigen sich auch Weltmarktführer wie Worthington damit und auch maßgeblich auch Unternehmen, die bis jetzt nur in der fossilen Energie tätig waren, wie zum Beispiel die OMV. Wasserstoff als Energieträger. Wirkungsgrad aktuell unter 50%, jedoch 100% klimaneutral bei Stromherstellung aus erneuerbaren Energien. Ist es die Zukunftshoffnung? Warum sind wir da noch nicht weiter? Oder steht wer auf der Bremse? Naja, natürlich vertritt jede Lobby ihr Produkt, ja, ist auch ganz legitim, wir wollen das genauso machen, aber da würde ich jetzt nicht so auf die Öllobby hinzeigen, weil es gibt ja auch Ölfirmen, wie wir wissen, die sich mit Wasserstoff beschäftigen mittlerweile. Der Bereich Wasserstoff ist sicher noch unterbelichtet bei uns in Österreich. Beim Schwerverkehr hingegen wird die Wasserstofftechnologie neben der Batterie Elektromobilität eine bedeutende Rolle spielen. Aus meiner Betrachtung raus
ist ein Wasserstofftank um nichts gefährlicher als wie ein Diesel- oder ein Benzintank. Und wir stehen vor der großen Herausforderung, dass wir weg sollen von fossilen Brennstoffen und im Winter aber zu wenig Sonne und Wind haben, um unsere Energieversorgung zu decken. Ich glaube, hier sollten wir alle gesetzlichen Rahmenbedingungen auch schaffen. Also wenn da nicht mehr kommt, dann werden wir auch in 10 Jahren noch über das Potenzial für Wasserstoff sprechen. In der Pflichtschule kommen wir das erste Mal damit in Berührung. Es sieht einfach aus. Wasser, Strom, Reagenzglas und dann der Beweis. Was im Versuch einfach aussieht, braucht in der Praxis extremes Know-how. Aber es kommt. Es entwickelt sich. Und unser Heimatland ist dabei nicht unaktiv. Vielleicht fahren wir ja bald mit Wasser am blauen Planeten.